Servus zusammen. Wie ihr ja gemerkt habt, ist hier auf dem Kanal schon länger nichts mehr passiert. Das hat auch einen Grund und den möchte ich hier im ersten Teil des Videos heute ansprechen. Und dann im zweiten Teil möchte ich mal auf Warhammer The Old World eingehen, weil mir hier ein Punkt aufgefallen ist, der einfach in den Videos oder in den Quellen, die ich konsumiert habe, mir angeschaut habe, nirgendwo aufgetaucht ist, außer in einem einzigen Podcast, und daher wird sich das Video hier in zwei Bereiche aufteilen. Ihr könnt auch hier in einer Kapitelkarte gleich direkt weiterspringen zu Warhammer, falls euch nur dieser Bereich interessiert. Jetzt aber mal zum allgemeinen Update, was hier den Kanal betrifft, beziehungsweise die allgemeine Situation. Ihr habt es eben sicher schon gemerkt, es ist hier jetzt mehrere Monate nichts passiert. Das hat ganz einfach damit zu tun, im Endeffekt sind es zwei Punkte. Der erste Punkt ist, ich habe angefangen, eine Weiterbildung zu machen im Oktober. Das wird jetzt noch ungefähr 1,5 Jahre so gehen, bis ich hier dann fertig bin. Vorausgesetzt natürlich, ich ziehe es durch. Und das nimmt jetzt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch. Ich bin da ziemlich investiert, habe da ziemlich viele Projekte auch zu machen. Und da ist mir dann einfach die Zeit abgegangen, neben der Arbeit und dann dieser Weiterbildung mir auch noch die Zeit zu nehmen, ganz ehrlich gesagt, um hier dann Videos für den Kanal zu machen. Möchte aber versuchen, hier in Zukunft wieder was zu tun, wobei ich nicht ganz weiß, was. Und das bringt mich eben zum zweiten Punkt auf dem Kanal. Ich habe jetzt durch diese Abwesenheit der letzten Monate mehr oder weniger vom Hobby, weil ich nicht nur die Zeit nicht gefunden habe, für den Kanal was zu machen, sondern auch allgemein recht wenig im Hobby bei mir passiert ist durch diese Weiterbildung, gemerkt, dass ich nicht so richtig was Neues im Hobby drinnen habe bei mir und daher auch nicht wirklich eine Ahnung habe, wie ich jetzt mit dem Kanal weitermachen möchte oder weitermachen soll. Denn auf der einen Seite ist eben die Hobbyzeit zurückgegangen. Ich habe eigentlich fast gar nichts gemacht in den letzten Monaten. Und in diesem Zusammenhang sind natürlich auch bei mir Sachen aufgekommen, wo ich mir dann gedacht habe, ich habe da Videos gemacht in den letzten Jahren zu verschiedenen Spielsystemen, Flames of War oder sei es auch Kings of War, wo ich dann auch auf Sachen eingegangen bin oder angefangen habe, mich mit Sachen zu befassen, die ganz einfach bei mir selbst nicht so relevant waren. Zum Beispiel eben auch Infinity, wo ich mit der Zwei-Spieler Starterbox damals mit der angefangen habe, eben diese Einführungsmissionen durchzumachen, aber eigentlich nur eine Mission gefilmt habe, hat einfach den Grund, ich habe seit diesem Zeitpunkt, oder nichts würde ich jetzt nicht sagen, aber ziemlich wenig in der Zwischenzeit dann für Infinity gemacht, und ich habe hier auch niemanden, mit dem ich Infinity regelmäßig spiele. Und da ist mir jetzt das Thema eben gekommen, ich kann irgendwie nicht wirklich Videos zum Thema machen, wenn ich das Hobby nicht betreibe, beziehungsweise das Hobby weniger. Ich bin immer dabei, irgendwas ein bisschen zu machen, und sei es nur irgendwie was zu lesen oder so. Aber eben bei Infinity zum Beispiel habe ich niemanden zum Spielen. Daher bin ich gar nicht in diesem ganzen Thema drinnen, auch was die Regeln betrifft, und möchte aber auf der anderen Seite hier eben Videos machen mit diesen Anfängermissionen und so weiter. Da hat es dann ein bisschen das Problem für mich gegeben, dass ich mir gedacht habe, eigentlich bin ich nicht so wirklich der Richtige dafür, das hier jetzt zu machen. Das ist eher etwas für einen Kanal, der sich wirklich regelmäßig mit Infinity beschäftigt, wo auch aktiv gespielt wird, oder eben für Leute, die gerade erst mit dem Hobby einsteigen, aber sich auch aktiv damit beschäftigen. Aber durch die vielen verschiedenen Spielsysteme bei mir ist es dann einfach dazu gekommen, dass ich immer wieder switche und dementsprechend zu Infinity als Beispiel hier nichts mehr passiert ist in der Zwischenzeit. Und da tue ich mir dann mittlerweile einfach schwer zu sagen, ja okay, ich mache da einfach weiter und ich mache da Videos dazu. Und das betrifft natürlich dann sämtliche Spielsysteme, auch wenn ich natürlich weiß, ich müsste da selbst ein bisschen aktiver werden, weil zum Beispiel für Kings of War gibt es die Leute hier, mit denen ich spielen kann. Ich habe da aber selbst mir, ganz ehrlich gesagt, wenig Zeit genommen, mich damit wirklich zu befassen, beziehungsweise diese Spielmöglichkeit in Angriff zu nehmen, möchte ich versuchen, dieses Jahr ein bisschen zu ändern. Da habe ich schon ein paar Sachen geplant, ist aber recht schwierig,
eben aufgrund dieser vorhin genannten Weiterbildung, weil mir einfach aktuell nur sehr wenig Zeit bleibt, um hier fürs Hobby irgendetwas zu machen. Und genau das ist jetzt im Endeffekt auch das Problem, was den Kanal betrifft, dass ich einfach nicht weiß zum aktuellen Zeitpunkt, wie ich weitermachen kann, was ich weitermachen möchte. Denn auf der einen Seite habe ich Interesse, diese Sachen weiterzumachen wie bisher, aber eben die gerade genannten Elemente führen dann dazu, dass ich dann doch gesagt habe, bin ich eigentlich nicht der Richtige dafür, das zu machen. Das gleiche gilt jetzt eben auch für andere Dinge, wie zum Beispiel Battle Reports habe ich ja mal angefangen, ein, zwei zu machen, sind natürlich ein paar Sachen aufgetaucht, die ich dann selbst gemerkt habe, okay, mit der Präsentation, das passt nicht so ganz, gefällt mir selbst auch nicht wirklich. Ich habe da aber zum einen keine wirkliche Lösung noch dafür gefunden, bin vielleicht auch nicht der Richtige dafür, um so etwas zu machen. Und eben zum anderen, wenn man Battle Reports richtig machen möchte, dann braucht man auch die dementsprechenden Armeen dafür. Und da habe ich mir natürlich das jetzt ein bisschen überlegt, wo ich mir auch gedacht habe, okay, man könnte das natürlich im kleinen Rahmen machen, kleine Armeen immer weiter aufbauen, aber das kostet zum einen natürlich Zeit, das wird dauern, das heißt, man wird hier über einen längeren Zeitraum, vor allem wenn man jetzt Kings of War hernimmt, wo man große Armeen eigentlich ins Feld führt, längere Zeit nur Ambush-Spiele bekommen als Battle Reports, weil dann eben immer wieder kleine Armeen erweitert werden von Zeit zu Zeit mit eben dem Element, dass nur begrenzt Zeit aktuell verfügbar ist, neben der Weiterbildung. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie relevant und wie sinnvoll das ist auf der einen Seite für euch, weil man will natürlich auf der ganz klarerweise richtige Battle Reports sehen und nicht nur so kleine Ambush-Spiele die ganze Zeit. Und zum anderen, wie gesagt, auf der anderen Seite bin ich nicht so viel zum Spielen gekommen oder überhaupt nicht in letzter Zeit oder habe mir die Zeit dafür nicht genommen. Und da ist es dann einfach schwer, jetzt auch Battle Reports zu machen, wo ich mit irgendjemand anderem spiele. Und das ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz, wenn ich hier dann alleine spiele und das Ganze irgendwie versuche dementsprechend zu filmen. Daher weiß ich noch nicht ganz, was ich hier machen möchte. Eine Sache, die ich definitiv machen will, das wird auch hier ein bisschen auf dem Kanal ein Thema werden, ist das Thema, was hier im Hintergrund passiert mit meiner Weiterbildung, denn diese ist im IT-Bereich angesiedelt und dementsprechend habe ich mir auch gedacht und habe auch schon angefangen, ein kleines Community-Projekt zu machen, also etwas, das für uns im Tabletop-Bereich und auch ein bisschen darüber hinaus vermutlich, so im Bereich Brettspiele oder auch Rollenspiele, vielleicht interessant sein könnte über die Zeit hinweg, einfach aus dem Element heraus, da das immer wieder aufgekommen ist, schon eigentlich über die letzten Jahre, dass eben unsere Community nicht wirklich wächst und auch, dass man eigentlich nicht so wirklich eine Möglichkeit hat, Leute zu finden. Da in diese Richtung soll es ein bisschen gehen mit dem Projekt. Aber wie gesagt, das ist noch am Anfang, da gibt es nichts zum Herzeigen. Es ist auch nicht wirklich sinnvoll, wenn ich hier irgendwie das dokumentiere, wie das Ganze entsteht, weil das eben neben der Weiterbildung und Arbeit passieren wird. Da kann es auch schon mal vorkommen, dass mehrere Wochen vielleicht gar nichts passiert, gar nichts weitergeht. Und für die meisten von uns oder für die meisten von euch im Tabletop-Bereich, die jetzt mit der IT auch nichts zu tun haben, wird das nicht sonderlich spannend sein, hier Updates zu bekommen, wie das Ganze aussieht, vor allem jetzt am Anfang, wo es eigentlich noch nicht wirklich etwas gibt. Und zum derzeitigen Zeitpunkt ist es ja auch nur mal ein Projekt von mir privat, um mir das Ganze anzuschauen, um mich da im Zuge eben auch selbst weiterzubilden, weiterzuentwickeln, Erfahrung zu sammeln. Und ich kann aktuell noch gar nicht sagen, wo es hinführen wird, was das Ganze können wird, beziehungsweise ob das überhaupt irgendwann mal an die Öffentlichkeit rausgeht oder ob das Projekt irgendwann zwischenzeitlich dann mal eingeht, weil einfach nichts mehr weitergehen wird. Das wird sich erst mit der Zeit zeigen. Es wird hier sicher Updates dazu geben, wenn ich was sagen kann im Laufe der Zeit, aber eben nichts Regelmäßiges. Und daher setzen wir es ein bisschen nach in nächster Zeit, wenn hier nach wie vor weniger Content kommen wird, da ich, wie gesagt, nicht genau weiß, wie ich den Kanal in Zukunft aufziehen werde oder aufziehen möchte, was auf alle Fälle das Thema ist. Ich werde nicht aufhören, also ich werde es nicht
die ganzen Videos vielleicht löschen und keine Videos mehr hochladen oder so etwas, sondern es bleibt alles, wie es ist aktuell und ich werde da einfach schauen einmal, wie es weitergehen wird in Zukunft. Das mal zu diesem Thema, ein kleines Update, hat jetzt schon 10 Minuten gedauert, mal ein bisschen darüber zu sprechen. Mich würde aber interessieren, was ihr euch vielleicht denkt. Vielleicht ist auch irgendjemandem was eingefallen dazu. Schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Ich würde gerne auch mit euch in Verbindung bleiben, auch wenn hier eben in Zukunft vielleicht es etwas ruhiger wird auf dem Kanal. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil, Warhammer The Old World. Da ist es ja so, man bekommt ja hier aktuell, so wie es ausschaut, zumindest keine Regelbücher mehr, wenn man damit anfangen möchte. Darum soll es aber jetzt eigentlich gar nicht gehen, sondern ich wollte nur ein bisschen auch allgemein darüber sprechen, aus meiner Perspektive, denn ich habe damals, ich glaube das war 2001 oder so, als die Gruftkönige damals ihr Armeebuch bekommen haben, mit den Gruftkönigen begonnen, beziehungsweise generell mit Warhammer Fantasy, habe davor schon ein paar Jahre 40k gespielt, aber Fantasy eben komplett ausgelassen. Erst mit den Gruftkönigen da angefangen, mich mit Warhammer Fantasy zu beschäftigen und dann eigentlich auch bis zum Ende 2015 dann auch gespielt, hier und da mal. Habe mich aber trotzdem dazu entschlossen, Warhammer The Old World erstmal auszulassen. Heißt jetzt nicht, dass nie was kommen wird, heißt nur, ich beschäftige mich aktuell nicht damit, hat einfach den Grund, ich habe für mich gesagt, ich werde nicht wie der Vergangenheit hier jetzt irgendwelche Sachen kaufen und dann spielt das Spielsystem erst wieder keiner hier in meiner Gegend beziehungsweise von meiner Community, dann macht es einfach keinen Sinn für mich. Und ich habe es mir schon auch gedacht, dass das wieder genauso kommen wird. Man hat die Vorbestellerwoche, es wird bestellt und dann ist nichts mehr verfügbar. Und genau das haben wir jetzt da. Denn ich habe mir gesagt, okay, ich werde nicht vorbestellen, ich werde hier abwarten und werde mir das Ganze dann später mal holen, weil das, was ich gesehen habe in den Artikeln von Games Workshop, auf der Warhammer Community Seite oder eben auch von den Videos her, das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde das Spielsystem sehr interessant, wie sie es aufgezogen haben. Auch wenn ich jetzt von dem, was ich bisher aktuell mitbekommen habe, schon das Gefühl auch wieder habe, so von früher. Es ist nicht wirklich gebalanced und darauf habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich Lust. Aber ist jetzt gar nicht der Punkt hier, sondern ich habe mir eben gesagt, ich werde abwarten, mal schauen, was hier passiert und hole mir dann vielleicht später irgendwann mal das Regelbuch, wenn es auch nur zum Sammeln ist und vielleicht auch diese Armeebücher dazu, beziehungsweise das eine Buch, wo die Gruftkönige dabei sind, einfach nur um das Ganze zu haben und für den Fall der Fälle die Möglichkeit dazu sein, einfach mal ein Spiel zu machen, weil ich eben ja meine Gruftkönige von früher nach wie vor habe, da habe ich nichts verkauft und sogar noch sehr viel da, das noch komplett umgebaut ist, also durchaus genug, um hier was Vernünftiges aufzubauen. Aber jetzt eben auch auf meine Community bezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, hier, es interessiert eigentlich überhaupt niemanden. Ich habe das Thema mal kurz angesprochen, ob es jemanden interessiert, beziehungsweise ob sich jemand das Spiel holen wird von unseren alten Spielern. Davon haben viele überhaupt nichts mehr, die haben alles schon vor Jahren hergegeben, was Warhammer Fantasy betrifft. Und ich habe eigentlich gefühlt, glaube ich, tatsächlich nur eine einzige Rückmeldung bekommen mit einem klaren Nein und alle anderen haben gar nicht darauf reagiert. Daher meine Entscheidung grundsätzlich war mal nicht so schlecht, das Ganze abzuwarten und mir die Regeln nicht zu kaufen und dann einfach mal zu schauen. Denn, so wie es ausschaut, spielt es hier aktuell wirklich niemand. Scheint irgendwie nur so ein Thema zu sein, wo man dann sagt, okay, die Leute, die den Nostalgiefaktor vielleicht haben, die kaufen sich das Ganze, dafür gibt es das, aber es wird eigentlich nicht darauf geschaut, dass hier neue Spieler dazukommen oder eben viele Leute von früher interessieren sich anscheinend gar nicht mehr dafür und dieses Gefühl habe ich auch ein bisschen so bekommen beim Schauen von diversen YouTube-Videos, dass dann auch viele Leute, die früher gespielt haben, auch gesagt haben, okay, ich bin jetzt zu alt dafür oder irgendetwas in diese Richtung. Ich habe einfach keine Lust mehr auf so große Armeen, so große Spielsysteme, wo man so viele Figuren braucht oder etwas Ähnliches. Und daher ist das Ganze ein bisschen untergegangen, so mein
Eindruck. Und jetzt auch seit dem Erscheinen ist es jetzt auch so, ich hätte auch gar keine Möglichkeit hier anzufangen, denn ich habe immer wieder mal regelmäßig ein, zweimal die Woche, wo ich schon so reinschaue, bei meinen gängigen Händlern, wo ich einkaufe. Keiner hat irgendwie auch nur ansatzweise irgendwas zur Verfügung. Klar, es gibt hier und da verschiedene Einheitenboxen. Vielleicht bekommt man noch die Gruftkönige Armeebox, die jetzt rausgekommen ist für den Start, aber eben weder das einzelne Regelbuch noch die Armeebücher bekommt man hier aktuell irgendwo. Also kann man sich das Ganze sparen, denn wie gesagt, ich wollte mir überlegen, mir zumindest die Bücher zu holen, kann ich aber ohnehin nicht machen, weil es eben schlicht und ergreifend nicht verfügbar ist. Und jetzt möchte ich auch mal zu diesem Thema kommen, was ich vorhin angesprochen habe, dass ich etwas nur bei einem einzigen Podcast gehört habe und sonst eigentlich nirgendwo. Und zwar geht es da um die Thematik und da bin ich auch ganz dabei bei dem, was viele andere Leute gesagt haben in YouTube-Videos und so weiter. Das grundsätzliche Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich nicht verkehrt bei Warhammer The Old World, aber nur was diese Einstiegsboxen betrifft, also eben diese große Bretonenbox und die Gruftkönige-Box, wo man viele Figuren bekommt, mit Regelbuch, mit Würfeln, glaube ich, sind drinnen, mit den Schablonen. Die haben ein super tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Da war ich tatsächlich auch am Überlegen, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt 1, 2, 3 Wochen nach Veröffentlichung die Bretonenbox noch irgendwo bekommen hätte, hätte ich sie mir vielleicht sogar jetzt geholt, weil ich Bretonen schon früher anfangen wollte, eben als zweite Armee bzw. dritte Armee, aber dann nie gemacht habe und ich da dann ein bisschen auch in diesem Nostalgie-Faktor-Thema drinnen bin, dass ich gesagt habe, würde ich gerne zumindest sammeltechnisch haben, auch wenn ich es nicht spiele. Aber auch hier, wie gesagt, die Box ist eh nicht verfügbar, daher hat sich's erledigt. Aber eben diese beiden Boxen haben hier meiner Meinung nach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist eh schon zur Genüge überall anders auch erwähnt worden, wobei sehr häufig das Ganze eben nur allgemein, so habe ich es zumindest aufgenommen, angesprochen wurde, dass Warhammer The Old World ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und das finde ich aber nicht, denn wenn ich mir anschaue, ich glaube Settra, das ist der alte Bausatz, kostet glaube ich 45 Euro, ist etwas, wo ich sage, okay, den habe ich nie gehabt, kaufe ich mir vielleicht und bin, weil es nur diese einzige Figur ist, dazu bereit, diese 45 Euro für diese alte Miniatur auszugeben, aber eben nicht für den Aspekt, wenn ich jetzt noch ins Hobby einsteigen würde und weiß, dass diese Figuren so alt sind, denn ja, die Figuren schauen nicht schlecht aus und ja, ich kann auch damit etwas anfangen, dass man sagt, das sind zwar alte Figuren, aber alles in allem sehen sie noch recht gut aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das nichts mehr. Also wenn ich nicht meine Gruftkönige jetzt noch alle hätte, würde ich davon jetzt definitiv persönlich nichts kaufen, so wie diese Figuren aussehen, beziehungsweise aus dem Aspekt heraus, dass diese Figuren 20, 30 Jahre alt sind, die meisten davon. Denn bei den Skeletten zum Beispiel gibt es sehr viel Schöneres mittlerweile und da finde ich das Ganze einfach nicht angemessen. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich wollte hier nur eben das Thema erwähnt haben, dass ich durchaus dem Thema folgen kann und sagen kann, okay, diese beiden Einstiegsboxen, Xiaomi-Boxen haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man sich holen, aber sobald es in Richtung der Einzelboxen geht oder auch der Bücher, muss ich sagen, bin ich nicht mehr so ganz dafür, wobei es vielleicht bei den Büchern noch geht, weil man halt sagt, es werden auch nicht so viele Leute spielen, aber im Großen und Ganzen, und es ist halt eben auch ein Normalpreis mit so 50 Euro oder was diese Bücher kosten, das muss man eh rechnen damit, aber um jetzt wirklich zu sagen, man holt hier mehr Leute ab, eben auch mit Warhammer, mit Total War Warhammer zum Beispiel über die letzten Jahre, wäre es vielleicht ganz sinnvoll gewesen, da den Preis ein bisschen runterzuschrauben und das Regelbuch vielleicht für 40 Euro anzubieten und dann auf diese Art und Weise vielleicht ein paar mehr Leute zu gewinnen, auch wenn das Ganze vielleicht nicht so viel Unterschied machen wird. Kann ich nicht sagen, ist nur meine Meinung. Und wie gesagt, bei den beiden Armeeboxen bin ich dabei, sage ich, Preis-Leistungsverhältnis ist gut, auch wenn die meisten Figuren 20 plus Jahre alt sind,
aber sobald es um die Einzelboxen geht, bin ich nicht dazu bereit, persönlich diesen Preis, der hier aktuell dafür verlangt wird, zu bezahlen, außer es geht eben um diesen Nostalgiefaktor und dass man vielleicht sagt, man braucht wirklich nur diese einzige Figur wie bei mir eben mit Cetra. Aber ansonsten nicht mein Kaffee, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ehrlich gesagt immer mehr raus aus diesem Warhammer The Old World Thema. Und damit verbunden ist dann noch ein Punkt aufgekommen, der gefühlt nirgendwo angesprochen wurde, beziehungsweise ich habe es, wie gesagt, bis auf in diesem einen Podcast nirgendwo gehört. Und das war die Hobbyisten-Podcast. Ich werde euch den unten auch verlinken auf Spotify, falls ihr den nicht kennt, aber ich gehe mal davon aus, die meisten werden den schon kennen von euch. Und dort ist das Ganze eigentlich von den Quellen, die ich mir angesehen habe und angehört habe, das einzige Mal aufgetaucht, sonst hat das nie jemand angesprochen. Und ich habe mir das auch schon gedacht, wieso wurde das so gemacht, wie es gemacht wurde vom Games Workshop? Denn es macht irgendwie wenig Sinn meiner Meinung nach. Denn wir haben hier über die letzten Jahre diesen Aufbau bekommen mit Warhammer kommt zurück und hin und her und das und jenes und überhaupt. Und dann hat es Unmengen an Konzepten gegeben mit eben Kartei und was es nicht so alles gegeben hat. Und natürlich nicht zu vergessen Kislev. Das wurde hier alles groß aufgebauscht. Diese Fraktionen gibt es ja dann auch bei Total War Warhammer. Und dann hat man Konzepte gesehen bei Warhammer Community und dieses und jenes und das. Und dann mussten wir aber, ich glaube, von der Ankündigung 2019 bis jetzt warten, bis das Spiel auf den Markt gekommen ist. Und anstelle hier jetzt eine Veröffentlichung zu bekommen mit wow, Warhammer The Old World und Kartei als spielbare Fraktion und Kislev als spielbare Fraktion, auf der anderen Seite in einer Zweispieler-Starterbox, die vielleicht ja Sinn gemacht hätte für neue Spieler. Was haben wir bekommen? Uralte Figuren, Bretonen und Camry. Figuren, die 20 plus Jahre alt sind. Jede Box hat nur eine einzige, ich glaube, oder zwei neue Figuren drinnen. Das sind eben die Charaktermodelle. Ansonsten nur, ich sag's mal so, alter Schrott mit dem neuen Regelbuch eben für die Old World und diesen ganzen Sachen, die man eben zum Spielen grundsätzlich braucht. Aber man hat das großartig aufgebauscht über die Jahre, hat uns diese Sachen hier präsentiert, diese ganzen Kartei-Sachen. Und dann ist aber nichts dafür gekommen. Noch nicht einmal, dass diese beiden Fraktionen jetzt irgendwie spielbar wären. Dass man sagt, okay, wir haben uns da vertan, irgendwie bei der Planung, keine Ahnung, aber es sind zumindest mal Armeelisten dafür da, die sind auch in den Büchern drinnen. Oder von mir aus hätte man eigene Armeebücher auch machen können, nur für diese beiden Fraktionen, ich weiß es nicht. Aber ich sage nur, das wurde hier aufgebauscht über Jahre und ja, wir müssen noch warten und da kommt was Großes und bla 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 bla. Dann haben wir nur alte Figuren bekommen von den Bretonen und von den Gruftkönigen in diesen zwei Starterboxen, die es gibt, und kein Wort mehr von Kartei oder eben von Kislev, das was über Jahre auch immer wieder mal angeteasert wurde in diversen Blogbeiträgen, in Videos und so weiter. Da ist nichts mehr gekommen und das ist meiner Meinung nach eine verpasste Chance von Games Workshop, denn das, was sie hier jetzt veröffentlicht haben, mit den Regeln, das hätten sie schon vor 2 Jahren machen können. Da hätte man einfach sagen können, okay, hier, ihr wisst, Warhammer The Old World kommt, wir können euch noch keine Regeln präsentieren, aber ihr könnt es euch zumindest mal eindecken mit Figuren der Gruftkönige und der Bretonen und über diese 2 Jahre hinweg hätte man vielleicht auch noch weitere Figuren rausbringen können, eben für, keine Ahnung, Hochelfen und Zwerge, Chaos und keine Ahnung, was auch immer, eben Releases von alten Figuren, die man eh schon kennt, die es eh schon lange gegeben hat. Und so hätte man das Ganze aufbauen können, um jetzt da zur Veröffentlichung vom Spiel selbst wirklich mit Kartei und Kislev an den Start zu gehen und eben nicht mit diesem ganzen alten Schmafu. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ziemlich enttäuscht, was hier veröffentlicht wurde und wie das gemacht wurde. Denn wie gesagt, das hätte man schon vor Jahren machen können, denn die Figuren sind uralt, dementsprechend die ganzen Möglichkeiten, diese
zu produzieren, gab es schon seit Jahren. Da hätte man jetzt nicht so lange warten müssen. Und vor allem zu diesem Thema würde mich jetzt interessieren, was ihr euch dabei denkt. Denn wie gesagt, mir ist das Ganze nirgendwo untergekommen, außer beim Hobbyisten-Podcast, dass diese darüber gesprochen hätten, dass eben das Ganze so passiert ist. Und da habe ich mir nur gedacht, ja eigentlich, ihr habt genau das jetzt angesprochen, was ich mir auch schon gedacht habe, wo sind diese beiden quasi neuen Fraktionen? Die hat es nie früher gegeben. Wieso nutzt man das nicht, um diese jetzt ins Spiel zu bringen bei einer neuen Warhammer-Variante? Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, denn ich bin mir ziemlich sicher, ich bin nicht der Einzige, der auf diese beiden Armeen gewartet hat, denn ich bin definitiv davon ausgegangen, dass wir diese beiden Armeen hier bekommen werden für Warhammer The Old World und hätte eigentlich auch alles darauf gewettet, dass diese beiden Fraktionen die beiden Starterarmeen sein werden, die in einer 2-Spieler Starterbox rauskommen oder zumindest so wie es jetzt gemacht wurde, als 2 separate Boxen, wie das mit Bretonen und Gruftkönigen jetzt passiert ist. Und natürlich, falls ich das Ganze irgendwo übersehen haben sollte und auch andere das angesprochen haben, schreibt mir das auch bitte gerne in die Kommentare, beziehungsweise postet jetzt die Link in Kommentaren, damit ich mir das auch anschauen kann, denn bei mir ist es jetzt ganz einfach untergegangen. Und deswegen wollte ich es hier selbst noch einmal angesprochen haben, denn sonst hätte ich wahrscheinlich zu Warhammer The Old World selbst wahrscheinlich gar nichts gemacht, da ich, wie vorhin schon am Anfang gesagt, das komplett ausgelassen habe, mir gar nichts vorbestellt hatte damals und das Ganze auch die richtige Entscheidung war aus dem Element heraus, dass anscheinend sich niemand in meinem näheren Umkreis dafür auch nur ansatzweise interessiert. Das war jetzt ein recht langes Video mit einer halben Stunde, auch der Warhammer-Teil doppelt so lang als das allgemeine Update-Thema, aber das habe ich schon auch ein bisschen erwartet, bei dem, was ich eben zu sagen hatte. Und wie gesagt, mich würde es jetzt interessieren, was ihr einerseits zu diesem Warhammer The Old World-Thema findet. Habt ihr vielleicht auch angefangen? Ich habe da schon ein paar Sachen mitbekommen von Leuten, wo jetzt doch angefangen wurde oder eben angefangen wird. Aber es gibt dann durchaus, wie bei mir, auch einige Communities, die früher gespielt haben, das Ganze jetzt aber eben aus unterschiedlichen Gründen komplett ignorieren. Und natürlich würde mich auch interessieren, das Thema mit dem Kanal, mit dem Thema, was wünscht ihr euch vielleicht, was könnte ich auf dem Kanal machen, denn ich finde es dann einfach auch nicht so gut, wenn ich jetzt mit irgendwas weitermache. Ja, ich werde das Ganze als Hobby weiter betreiben und auch den Kanal eben hobbymäßig und da das machen, worauf ich Lust habe, klarerweise, habe aber auch das Thema, dass ich mit der wenigen Zeit derzeit auch gar nicht weiß, was ich auf dem Kanal bringen soll und ich mir dann eben aufgrund der genannten Thematik etwas schwer tue, hier jetzt zu sagen, okay, ich mache hier jetzt weiter mit Infinity-Einsteiger-Videos und Dingen, wenn ich selbst gar nicht wirklich aktiv mich so sehr mit Infinity als Beispiel beschäftige.